Spielst du auch ständig gegen diese tiefstehenden Gegner, die nur auf Konter lauern und brauchst jetzt eine offensive Meta-Formation, um mehr Tore zu erzielen? Hier gibt's die 4-2-2-2. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an die 4-2-2-2, die Taktik, die Spieleranweisung und was wichtig ist, damit diese Formation funktioniert. Wie immer gibt es nicht nur die Taktik, sondern auch ein paar Spielszenen, die das Ganze erklären. Und das Allerwichtigste zuerst, ich starte in-game in der 4-4-2 und stelle dann mit dem D-Pad um auf meine sehr offensive Formation. Wenn du mit dem D-Pad in-game die Taktik umstellst, behalten alle deine Spieler die Startchemie. Ganz, ganz wichtig, das werde ich öfters gefragt. Und starten jetzt mit der Taktik. Beim Defensivstil hast du zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du auf ausgeglichen machen, wenn du diese Taktik hier aber nutzen willst, um richtig Druck zu machen. Dann kannst du auch auf Pressing nach Ballverlust gehen. Ganz wichtig hier, wenn du das machst, guck, dass du in diesen Situationen, wo deine Spieler pressen nach eigenem Ballverlust, dass du kein ZM oder beziehungsweise ZTM und auch keinen Abwehrspieler steuerst, sondern dass du erstmal mit deinen ZOMs oder Stürmern nach hinten läufst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du hinten keine Lücken aufmachst und zu viele Gegentore bekommst. Wenn du diese Taktik nicht nur nutzen willst, wenn du schnell dringend ein Tor brauchst oder so, sondern immer nutzen willst, das ganze Spiel, dann würde ich hier auf ausgeglichen gehen. Ansonsten auf jeden Fall Pressing nach Ballverlust. Die Breite, die kannst du auf jeden Fall ein bisschen hoch machen. Die würde ich eher so 60, 70 irgendwo haben. Und dann auch die Tiefe, die würde ich auf 60 machen. Gerade wenn du Pressing nach Ballverlust hast, würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen. Denn es bringt dir ja nichts, wenn deine Spieler pressen, aber viel zu weit hinten stehen, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, früh diese Bälle zu bekommen. Und wir wollen dieses Pressing natürlich auch spielen, damit wir diese Konter verhindern und gar nicht erst in diese Probleme bekommen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass du mit den Stürmern und den ZTMs presst und nicht manuell die Spieler hinten rausholst. Aufbauspiel, auch wieder zwei Methoden. Wenn du schon super advanced bist und ständig manuell deine Spieler mit L1 oder LB in Läufe stickst, dann lass ruhig ausgeglichen. Ansonsten würde ich langer Ball reinmachen, wenn du sagst, na, so viele Chancen habe ich nicht. Ich mache lieber langer Ball, dann werden halt mehr Läufe manuell gesteuert. Gilt für die ersten 2/3 des Feldes. Und im letzten Drittel dann die Chancenerarbeitung. Die würde ich auf jeden Fall auf Läufe in die Spitze machen. Einfach damit die Spieler immer wieder tief gehen und sich Räume ergeben, in die du passen kannst. Die Breite mache ich auf jeden Fall hoch in der Offensive. Diese beiden ZOMs, die sind ja wie so ein bisschen Flügelspieler. Wie in einer 4-2-3-1, wo die beiden äußeren ZOMs auch eher außen spielen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir wollen immer wieder versuchen, von den ZOMs auf die Stürmer reinzuspielen. Gegen die ganzen tiefstehenden Gegner geht das natürlich nur, wenn wir die Viererkette, die meistens schon im 16er steht beim Gegner, ein bisschen auseinanderziehen und dann in diese Lücken reinpassen können. Dann macht das natürlich Sinn. So wie hier gerade in der Szene. Spieler im Strafraum, für mich eigentlich egal, weil ich nicht so viel mit Flanken arbeite. Aber ich würde das so auf 4, 5 oder 6 lassen. Dann bist du da ganz gut. Und Eckenfreistöße habe ich sowieso nur auf 1, damit ich da nicht in blöde Konter gehe. Und das hier ist für alle, die Eckenblitz spielen. Kommen wir zu den Spieleranweisungen und fangen vorne an mit den Stürmern. Da würde ich auf jeden Fall sagen, beide Stürmer auf zentral orientieren. Wir haben ja schon diese beiden ZOMs, die so offensive Mittelfeldspieler, Außenspieler sind. Das heißt, die Stürmer sollen natürlich in die Mitte. Wir wollen ja die Stürmer anspielen und vor allen Dingen im 16er die Tore erzielen. Offensive Läufe, wenn du schnelle Spieler hast, mach ruhig Abwehr überlaufen. Es kommt doch schon die eine oder andere Kontersituation. Und bei der Defensivunterstützung, da kannst du auf grundlegend lassen. Du könntest auch einen Stürmer auch vorne bleiben lassen. Da musst du natürlich dann ein bisschen vorsichtiger sein, dass du noch weiter verteidigen kannst. Und gerade wenn du das mit Pressing nach Ballverlust spielst, wenn du den auch vorne bleiben hast und der ist einmal überspielt, dann wird er nicht weiter nach hinten laufen in diesen Raum. Das heißt, ich würde den eher auf grundlegende Defensivunterstützung lassen. Gilt für beide Stürmer. Einen theoretisch auf vorn bleiben. Auch die beiden ZOMs sind beide wieder gleich und die würde ich auf jeden Fall auf defensive Verstärken packen, weil sonst hätten wir auf der Außenseite überhaupt keinen Verteidiger, vorm Linksverteidiger. Das ist dann ein bisschen zu wenig, da wäre zu viel Raum für schnelle Doppelpässe des Gegners oder so. Flankenläufe in den Strafraum, für Flanken in den Strafraum einfach, wenn ich den Ball jetzt außen habe oder so, nicht weil ich reinflanken will, aber dass trotzdem halt dieser Lauf reingeht in den 16er und wir da noch den ZTM haben und abfangen, ja, das würde ich einfach auf normal lassen und Positionshalten auch auf normal. Die beiden ZTMs, deswegen liebe ich diese Formation so, denn dann hat man immer
2 Spieler nochmal, die sozusagen die Viererkette beschützen. Damit meine ich, ich will so lange wie möglich mit denen im Running Jockey verteidigen. Wenn du noch mehr Tipps brauchst, wie du besser verteidigen kannst, verlinke ich dir das hier nochmal. Kannst du dir dann nach diesem Video hier anschauen. Und damit diese beiden ZTMs auch in dieser Position sind, haben wir die auf hinten bleiben bei Angriffen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da hinten keine Lücken haben. Und damit wir auch, wenn es vorne mal nicht läuft, weil der Gegner alles zumacht, nochmal eine Anspielstation haben mit den beiden ZTMs. Und dann haben wir beim Defensivverhalten, habe ich eigentlich immer Passwege zustellen drin. Und ganz, ganz wichtig, jede Formation, die ZMs, auf jeden Fall auf Mitte abdecken, dass da keine Lücken entstehen. Denn das wäre das Gefährlichste, was eigentlich passieren könnte, wenn da ein großer Raum entsteht, in dem der Gegner dann vor den 16er kommt. Die Außenverteidiger, ganz, ganz wichtig, die machen wir auf jeden Fall hinten bleiben bei Angriffen. Wenn du jetzt am Ende 80. Minute, du liegst 1-0 hinten, dann kannst du immer noch über das Steuerkreuz, über das D-Pad aktivieren, dass die offensiv mit nach vorne gehen. Denk dran, die Spieleranweisungen überschreiben die Taktiken. Und das, was wir in den Spieleranweisungen haben, kann immer noch in-game von den D-Pad-Einstellungen überschrieben werden. Abfangen habe ich konservativ. Wir haben zwar die ZOMs auf Defensive unterstützen, trotzdem ist da außen kein Mittelfeldspieler oder so, kein LM, kein RM. Und dann die Laufart, die habe ich immer auf übergreifend. Wurde ich neulich zu gefragt, warum ich das mache, wenn die auf hinten bleiben sind. Das bedeutet einfach, dass die außen sind. Wenn du das auf gemischt hast oder sogar auf umgekehrt, dann würden die in die Mitte gehen. Entsprechend die Mittelfeldspieler, deine ZOMs oder in anderen Formationen, den RM, den LM in der 4-2-3-1, die ich ja viel spiele, diese beiden ZOMs rausschieben und das auf jeden Fall immer übergreifend, dass das die äußersten Spieler sind und meine offensiven Spieler in der Mitte sind. Und das sind die Spielanweisungen. Die Innenverteidiger bleiben natürlich beide auf hinten. In-game sieht das bei mir dann so aus. Und wir können ja nochmal besprechen, was ist jetzt wichtig auf den einzelnen Positionen. Ganz klar, hinten würde ich eigentlich Spieler sogar nehmen, die noch ein bisschen schneller sind. Zur Not Außenverteidiger als Innenverteidiger spielen. Einfach, viele Leute spielen auf Konter und wenn sie dann halt den langen Ball schicken oder so und deine Innenverteidiger sind nicht schnell genug, dann hast du halt das Problem, dass du nicht hinterherkommst, dass du auf jeden Fall Shadow draufpacken, auf jeden Fall auf die Geschwindigkeit achten, denn sonst wirst du zu schnell ausgespielt. Das gleiche gilt für die Außenverteidiger. Guck, dass die relativ gut passen können. Und dann im zentralen Mittelfeldspieler. Hoch Arbeitsraten finde ich gut, ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist auch hier, dass die auf jeden Fall über 80, über 85 Tempo haben. Auch hier wieder Shadow drauf. Denn wenn du einmal geschlagen wirst und hier langsame Spieler hast, dann kannst du halt nicht hinterher rennen oder so. Deswegen macht es vielleicht keinen Sinn, hier einen Kimmich oder so zu spielen. Und dann vorne gute Passwerte, gute Dribblingwerte. Stürmer wäre natürlich eigentlich gut, wenn du 2 Stürmer hast, die 5 Sterne Weak Foot haben. Denn denk dran, dann kannst du dich im Strafraum in jede Richtung drehen. Der Gegner weiß nicht, welche Seite er zumachen muss. Wenn du 3 Sterne Weak Foot oder so hast, ein Salah, da wird man immer den linken Fuß blockieren. Das heißt, das gibt dir einfach eine gewisse Flexibilität. Bei den Stürmern ist ja wichtig, die im 16er sind. Da zählt der Abschlusswert und der Schusskraftwert. Ob der Ball ins Netz geht, wenn du auf den Außen bist oder hinten im zentralen offensiven Mittelfeld und von hier die Tore machen willst, dann zählt die Schusskraft und der Weitschusswert. Also wenn du eher so der Typ bist für die Time Finesse von außerhalb des 16ers, achte, dass diese Werte hoch sind bei deinen ZOMs und wie gesagt bei den Stürmern Abschluss und Schusskraft. Und mit dieser Taktik und dem richtigen Spielstil wirst du auch mit so einem Team, was nur aus Objectives-Karten fast besteht, weiterhin deine Siege holen. Check auf jeden Fall hier die 5 Tipps, um noch besser zu werden, um mehr Siege zu holen. Abonniere den Kanal, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, dein Marvin. Servus, ciao, ciao.